Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns mit den Intuitionskarten von Martin Zoller mal an, was ich heute weitergeben darf. Ja, irgendwie fängt was Neues an, etwas endet und es hat etwas damit zu tun, dass wir uns wieder ganz fühlen. Irgendwas hat uns vielleicht gefehlt oder waren wir im Mangel oder war unbelebt. Und wir haben den Konflikt, aber auch die positive Nachricht. Im Prinzip ist es so, dass die Karten hier sagen, dass man Sachen sozusagen beerdigen kann, dass man etwas organisiert, das eben nicht mehr in der Präsenz ist, wo man alles unter Kontrolle hat, wo man sich auch sagt, egal was ich hinter mir lasse, es beendet auf jeden Fall auch einen Konflikt, es führt mich zu meiner Ganzheit zurück. Im Prinzip ist es so, dass man möglicherweise auch einen Konflikt hat oder eine Auseinandersetzung, bei der man eigentlich gerne davonrennen möchte. Aber man darf sich damit auseinandersetzen, damit man auch selbst wieder wächst. Und möglicherweise ist es ein Konflikt mit dem Thema, ich lasse Kontrolle los. Ne? Oder an sich dieses, wenn ich was abgebe oder hinter mir lasse, wie geht es dann weiter? Ich meine, hier kommt die positive Nachricht. Das ist sozusagen das Erkennen von Dingen, das Bejahen von Dingen oder auch die Erkenntnis, wenn man einen Konflikt hat mit dem Thema, etwas zu Ende zu bringen oder nicht ständig ins Bewusstsein zu holen, dann kommt hier auch diese Nachricht von, es lohnt sich oder es hat sich gelohnt oder ich finde eben in meine Ganzheit zurück. Ich würde für die Legung hier heute ganz gerne mal wieder eine Rune dazu nehmen und schauen, was die hier mitteilt oder welche fällt. Ja, das passt ganz gut. Wir haben den Schutz, da ist Thors Hammer. Das ist eine unbegrenzte Energie, die uns zur Verfügung steht. Hier haben wir ja auch den Konflikt und im Prinzip ist es so, dass man auf der Karte oder auf der Rune eine Art Dorn sieht. Und der Dorn möchte ja eigentlich die Pflanze beschützen. Ne? Hier ist eine starke Schutzenergie, wo man mit sich abgrenzen kann oder für sich selbst einstehen kann. Und da, wo Dornen sind, ne, da ist es im Prinzip so, dass man nicht durchgehen kann, ohne sich zu verletzen. Hier ist feurige Energie, möglicherweise ist viel los, Chaos oder ja, einfach überall irgendein Wandlungsimpuls. Und diese Energie braucht ein bisschen mehr in die richtige Richtung gelenkt werden oder sollte. Im Prinzip ist es so, dass es mit Projekten weitergeht, dass sie in klare Bahnen kommen, dass man eine bessere Struktur hat und dass man auch für sich selbst enorme Veränderungen erreichen kann. Gleichzeitig werden die Projekte hier auch geschützt. Es kann auch eine Warnung sein, dass man nicht sich zu stark einigelt. Und es geht darum, die in einem wohnenden Kräfte oder die zur Verfügung stehenden Kräfte wohlwollend zu lenken. Ich habe hier irgendwie das Gefühl, man nährt etwas, was einen nicht... das ist wie wenn du eine Erde gießt ohne Pflanze drin. Ne? Es wächst nichts irgendwie. Gucken wir ein bisschen näher, was kriege ich noch? Ja, hier sind schon die Hindernisse,
die sich uns in den Weg stellen. Das ganze Umfeld kann irgendwie mit betroffen sein oder auch der häusliche Bereich, wo sich hier Konflikte abzeichnen. Ja, hier ist Chaos, Energie und Stress auch. Ne? Aufregung, irgendwas, Kommunikation, die einen vielleicht auch ein bisschen durcheinander bringt. Oder ja, wo man sich nicht zentrieren kann, obwohl die Energie zur Verfügung stehen würde. Irgendwo hapert es vielleicht auch an Vertrauen, aber hier kommt tatsächlich die Klarheit und das Glück, also dieses Umwenden von Dingen. Die Karten springen mich hier alle an. Hier ist es eine wichtige Erfahrung, vielleicht eine wahnsinnige Einsicht auch. Und es ist auf jeden Fall eine bestandene Lektion, die man hier hat. Unterm Deck haben wir die Familienthemen oder aber auch den eigenen Unfrieden in uns. Und im Prinzip können das auch so hausgemachte Blockaden sein, die wir hier nähren, weil wir eben nicht für uns einstehen oder nicht die Energie dafür benutzen. Erst auch nochmal mit der Sonne, gute Energie, positive Energie. Ja, dass wir die Energie, die zur Verfügung steht, nicht dazu nutzen, unsere ganze Größe zu leben, sondern Hindernisse zu nähren, anstatt in eine gute Bewegung zu gehen, die wir hier hätten. Wir nehmen noch ein Krafttier und dann lasse ich das so stehen, das ist nämlich sehr interessant. Das ist so wie an etwas rummachen, das einem überhaupt nichts mehr bringt oder etwas nähren, was schon abgestorben ist von einem. Ne? Wir haben den Hirschkäfer mit dem Thema Wachstum. Viele Erkenntnisse, neue Kräfte auch. Die Karte bestätigt eigentlich die Legung, denn der Hirschkäfer sagt, dass es Zeit ist, Angelegenheiten in die Hand zu nehmen, die einen selbst auch betreffen, für diese auch einzustehen, ehrlich zu sein, sich abzugrenzen, sich einzusetzen für das, was einen selbst betrifft, für die Arbeit, die eigene, die Kinder, möglicherweise auch Weiterbildungen. Und hier sind sehr viele neue Erkenntnisse und Erfahrungen, Geistesblitze, neue Ideen. Spannend ist, dass die Karte auch sagt, an Konflikten und Auseinandersetzungen oder auch an so Herausforderungen, die das Außen, die Zeit mitbringt, können wir wachsen. Und es geht darum, dass man für sich einsteht und nicht auf ein Wunder wartet, sondern die Dinge aktiv in die Hand nimmt. Es geht auch um die Fähigkeit, sich klar und unmissverständlich auszudrücken. Hier ist sehr viel Kommunikation und die könnte hier in diesem Fall auch irgendwie so sein, dass man selber genau weiß, was man will, aber dass man zu sehr auf das fokussiert ist, was das Außen an Kommunikation mitbringt. Ja, Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.